Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstmacht. Weihnachten steht vor der Tür und ich habe für euch heute eine Fingerfood-Idee, die nicht nur hübsch aussieht, sondern auch lecker schmeckt. Eine Tannenbaumpizza. Die könntet ihr als Vorspeise oder auch als Beilage servieren. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr in Ruhe unten nochmal nachlesen. Wir benötigen 300 ml lauwarmes Wasser und einen halben frischen Hefewürfel, das sind 21 Gramm, den bröseln wir hinein. Dazu geben wir einen Esslöffel braunen Zucker. Dann wird das Ganze verrührt, dass sich die Hefe, der Zucker und das Wasser miteinander verbindet. Das geben wir in eine große Schüssel. 500 Gramm Pizzamehl geben wir dazu und 4 Esslöffel Olivenöl und einen Teelöffel Meeressalz, eine Prise Pfeffer kommt noch hinein und eine Prise Chilipulver. Und dann verrühren wir den Teig für circa 10 Minuten. Er sollte sich komplett vom Schüsselrand gelöst haben. Den fertig gekneteten Teig gebe ich jetzt mit etwas Olivenöl in eine Schüssel. Ich knete ihn ganz kurz durch mit den Händen, forme ihn zu einer Kugel, gebe ihn in die Schüssel zurück und bedecke ihn mit einem Tuch und lasse ihn für 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen. In der Zwischenzeit bereite ich jetzt die Füllung vor. Ich gebe 2 Esslöffel Olivenöl in eine Schüssel hinein. Dann kommen 2 Esslöffel Basilikum hinein und 1 Esslöffel Petersilie. In der Winterzeit greife ich da auch mal auf TK-Ware zurück. Gewürze kommen hinein, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1/2 Teelöffel Chili, 1/2 Teelöffel Basilikum, 1/2 Teelöffel Oregano und 1/2 Teelöffel Rosmarin. Obwohl es im Moment Winter ist, habe ich auf meiner Terrasse noch einen Stock mit Rosmarin. Da gebe ich jetzt noch einen ganzen Esslöffel dazu. Dann gebe ich noch ca. 2 Knoblauchzehen dazu und 200 Gramm Creme Fraiche. Dann wird einmal alles miteinander verrührt. Wenn ihr es vegetarisch halten wollt, dann ist die Masse jetzt fertig. Ich gebe jetzt noch 200 Gramm Salami dazu. Die schneide ich in ganz kleine Würfelchen und gebe sie in die Masse hinein. Alle Zutaten werden jetzt miteinander verrührt. Bis ich die Füllung wieder brauche, stelle ich sie so lange in den Kühlschrank. Die 1,5 Stunden sind vorüber, jetzt rollen wir die Teige aus. Ich habe jetzt hier eine Dauerbackfolie, könnt natürlich auch ein Backpapier nehmen, das bemehle ich und auch mein Nudelholz. Den Teig geben wir auf die bemehlte Arbeitsfläche, teilen ihn in 2 Teile und mit einer Küchenwaage wiegen wir die Teile aus, sodass jede Hälfte gleich wiegt. Den ersten Teil vom Teig rollen wir gleich auf dem Backpapier aus. Dann streichen wir unsere Füllung darauf und bestreuen alles mit geriebenen Käse. Der zweite Teig wird auch ausgerollt und den geben wir jetzt über den ersten Teig. Aus dem Teig wird jetzt ein Tannenbaum ausgeschnitten. Ich beginne als erstes mit dem Baum. Und dann schneide ich den Stamm heraus.
In die Mitte des Baums lege ich jetzt eine flache Spachtel. Sie ist quasi der Stamm. Entlang schneide ich jetzt die Äste hinein. So habe ich immer den gleichen Abstand. Jeder Ast wird jetzt mehrmals verdreht. Dann nehme ich ein Ei, verrühre es und bestreiche den Baum damit. So sieht der fertige Baum aus. Die Reste vom Baum wären natürlich viel zu schade, dass wir sie wegwerfen. Mit einem Ausstecher steche ich jetzt noch Sterne aus. Und aus dem Rest, der wo nochmal überbleibt, habe ich noch Bäume geformt. Jetzt kommt alles in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ca. 20 Minuten. Das leckere Fingerfood ist jetzt fertig und kann serviert werden. Die leckere Tannenpizza wird als Vorspeise auf eurer festlichen Tafel sicherlich glänzen. Ich wünsche euch jetzt ein frohes Weihnachtsfest. Merry Christmas. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus.